Schön, dass ihr wieder einschaltet beim 5. Teil der Serie. Ich mache wie immer einen kleinen Rückblick von der letzten Folge. Da habe ich ein Zündkabel verfolgt, was kaputt war. Und ich habe dann im Anschluss gezeigt, wie man eine Verteilerkappe richtig und auch falsch entfernen kann. Und unter dieser Kappe dort oben sitzt jetzt die Zündspule, die kann man da sehr gut sehen. Ja, in dieser Einstellung hier sieht man die Kontaktflächen gut, an denen der Verteilerfinger entlangläuft. Und ich habe in der Folge versucht, mit einem Glasfaserradierer diese Kontaktflächen zu reinigen. Habe mich aber letztendlich dann dazu entschieden, von der alten Verteilerkappe die Zündspule abzunehmen und diese in eine neue Verteilerkappe einzubauen. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, wenn ihr die Verteilerkappe dann wieder zusammenbaut und auch die Kabel montiert, dann wollt ihr natürlich sicher gehen, dass auch alles an der richtigen Position sitzt. Ja, hier sieht man den Verteilerfinger und der muss natürlich an der richtigen Position stehen, wenn der Kolben ganz nach oben geht, weil dann die Zündung erfolgt. Das ist der OT, der obere Totpunkt. Und dafür gibt es hier unten an dem Pulli gibt es eine Markierung, die signalisiert, dass der obere Totpunkt jetzt hier erreicht ist vom ersten Zylinder. Das könnt ihr überprüfen, indem ihr die Zündkerze rausnehmt und dort schaut. Also man kann dort einen langen Draht reinstecken, am besten Aludraht, der weich ist, damit man nichts beschädigt. Damit kann man prüfen, ob der Kolben eben ganz oben ist. Und die Markierung auf dem Pulli dort unten, die zeigt eben genau das an. Es ist allerdings so beim Viertaktmotor, man hat zweimal in dem Zyklus den oberen Totpunkt, nämlich einmal am Ende vom Auspufftakt und der andere obere Totpunkt, der zweite, ist erreicht nämlich beim Ende vom Verdichtungstakt. Und das ist nämlich der Zeitpunkt der Zündung und genau diesen Zeitpunkt brauchen wir auch. Aber ich werde mal, damit ich das Ganze nicht hier zu kompliziert mache, noch ein gesondertes Video darüber machen. Und hier geht es jetzt erstmal weiter. Also wir können jetzt erstmal davon ausgehen, da unten die Markierungen fluchten und deswegen haben wir jetzt hier auch den Zündzeitpunkt vom ersten Zylinder. Also das heißt, der zeigt ungefähr hier auf diese Ecke her. Und danach stecken wir jetzt auch die Kabel. Deswegen fange ich jetzt auch genau hier an dieser Position, wo der Läufer stand, mit dem Zündkabel von Zylinder Nummer 1 an. Und zwar ist das jetzt die 1. Und dann geht das im Uhrzeigersinn in der Firing Order mit 18436572 weiter. Ja, die Zündkabel sind jetzt alle wieder korrekt gesteckt, in der richtigen Reihenfolge. Und der nächste Schritt, der ist jetzt halt ein Probelauf von dem Motor. Hoffentlich geht er an. Lukas, starte mal den Motor. Ja, mir ist gerade eben auf den Videoaufnahmen noch was aufgefallen und zwar kann man das hier auf der Kamera ganz gut sehen. Ich versuche das jetzt mal einzufangen. Lukas, du kannst mal das Auto starten. Vielleicht können wir das hier auch auf den Aufnahmen dann sehen. Also wenn der Motor läuft, hat man ja hier vorne die beiden Venturi-Düsen. Die linke Venturi-Düse, die ist ziemlich nass.
Ich hoffe, dass man das sehen kann. Also es scheint mir so, dass die linke Venturi-Düse ganz normal einspritzt, beziehungsweise eben das Benzin mitgenommen wird und aber an der rechten Düse nicht genug Benzin kommt, vielleicht sogar gar nichts. Und das ist auch die Problematik hier. Also der Motor, der nimmt sehr schlecht Gas an. Und ich gehe davon aus, dass da eine der Düsen verstopft ist. Und wir machen jetzt mal die Schwimmerkammer ab und schauen, was sich da so verbirgt. So, die Hollys, die haben zwei Schwimmerkammern, vorne und hinten. Und die vordere für die erste Stufe, die nehmen wir jetzt mal ab und gucken mal, was sich da alles an Dreck und Schmodder so drin befindet. Ja, da hat sich das ein oder andere gesammelt, damit habe ich schon gerechnet. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, hier, das sind die Hauptdüsen, wenn da jetzt hier so Reste reingekommen sind, dann geht da natürlich nichts mehr durch. Deswegen werden wir das jetzt schön sauber machen und dann nochmal laufen lassen. Ja, wir haben hier bei Holly die Schwimmerkammer und da haben wir hier diesen Kunststoffschwimmer, der diese kleine Lippe hier bewegt und damit eben das Ventil hier hoch und runter drückt. Und damit wird die Benzinzufuhr geregelt und wie hoch das Benzin hier in der Schwimmerkammer stehen soll. Und zwar sollte das im Idealfall in waagerechter Position ungefähr hier in dieser Höhe stehen. Und das Ganze kann man hier oben, indem man das Ventil nach oben oder nach unten einschraubt, korrigieren und noch feinjustieren. Das Problem ist, wenn man zu viel Sprit hat, kann es sein, dass die ganze Schwimmerkammer überläuft. Es kann dann auch in den Vergaser überlaufen. Und wenn man zu wenig hat, kann das gut passieren, dass wenn man zum Beispiel an die Ampel fährt und aufstoppt, dass das ganze Benzin dann hier schwappt und dadurch, dass das zu wenig ist, kann das dann sein, dass der dann Luft zieht und dann der Motor ausgeht. So, ich habe hier die Hauptdüsen, die beiden Hauptdüsen neben dem Power Valve und ich drehe die mal raus. Es kann sehr gut sein, dass sich eins von diesen Korrosionsbröckchen hier da in die Kanäle reingesetzt hat. Das kommt häufig vor, wenn die Motoren lange gestanden haben. Ich werde jetzt hier die Kanäle durchblasen und auch die Düsen. Es ist natürlich so, dass man eigentlich so einen Vergaser auch komplett zerlegen sollte und auch im Ultraschallbad reinigen sollte. Das hier ist jetzt wirklich nur auf die Schnelle. Ja, ich werde jetzt im nächsten Schritt hier diese Platte abnehmen. Da wird sich sehr wahrscheinlich auch noch einiges an Verkrustungen dahinter befinden. Müssen mal gucken, ob die sich lösen lässt, weil die ja wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile nicht mehr ab war. Ich setze jetzt mal hier vorsichtig den Schraubenzieher an. Jetzt kommt die aber auch. Genau, und dann können wir nämlich mal hier reinschauen. Das hier ist das sogenannte Power Valve. Das ist Unterdruck gesteuert und regelt den Übergang zwischen Teillast im Teillastbereich, je nachdem wie viel Benzin dann noch mitkommt. Und hier hinter sind jetzt auch noch die einzelnen Kanäle. Die werde ich jetzt auch noch mal durchblasen und dann im Anschluss das Ganze wieder zusammenbauen. Und Andi ist versifft. Ja, das ist ganz schön scheiße hier. Mist, ey. Also ein Schrott. Erstmal wieder alles zerlegen und sauber machen. Ja, hier die kleine Reinigungsaktion ist natürlich nur für auf die Schnelle und auch hier zu Demonstrationszwecken. Wenn ihr das zu Hause macht, empfehle ich euch wirklich den Vergaser zu zerlegen und die einzelnen Teile in ein Ultraschallbad zu legen und auch natürlich alles mit neuen Dichtungen zu versehen. Aber hier zur Demo werde ich jetzt mal testen, ob das Ganze schon zum Erfolg geführt hat. Ja, ich habe jetzt alles wieder zusammengebaut am Vergaser und wir schauen mal, ob die zweite Venturi-Düse von der ersten Stufe am Vergaser jetzt auch einspritzt.
Ich starte mal gerade. Die Schwimmerkammer muss ich natürlich erstmal wieder füllen, die war ja leer gewesen, deswegen springt er am Anfang auch schwer an. Das ist aber jetzt beim nächsten Mal nicht mehr so. Ja, ob die Corvette nochmal zum Laufen gebracht werden kann, das seht ihr in der nächsten Folge. Und deswegen schaltet wieder ein beim YouTube-Kanal der V8 Lounge.